Hallo und herzlich willkommen bei Engel & Völkers Channel 24. Als verlässliche und hochattraktive Wertanlage gilt nach wie vor die Investition in eine Wohnimmobilie, sowohl zur Eigennutzung als auch als Kapitalanlage. Engel & Völkers hat seine umfassenden Marktkenntnisse im aktuellen Wohnimmobilienmarktbericht Deutschland zusammengefasst. Zu diesem Thema sprechen wir heute mit Dr. Maike Brammer, Head of Residential Research bei Engel & Völkers. Herzlich willkommen. Was genau beleuchtet der aktuelle Wohnimmobilienmarktbericht Deutschland? Engel & Völkers hat bereits zum 3. Mal eine umfassende Analyse des Wohnimmobilienmarktes in Deutschland herausgebracht. Dabei beobachten wir die Entwicklung der Kauf- und Mietpreise an 75 deutschen Standorten. Das sind vor allem die großen Ballungsräume, die Universitätsstädte, viele Ferienregionen, aber auch die kaufkraftstarken Standorte. Wir vergleichen dort die Kaufpreise 2015 mit dem Vorjahr, schauen uns aber auch das Transaktionsgeschehen am Markt an. Das heißt das, was tatsächlich auch gehandelt worden ist. Wie würden Sie denn unter dieser Betrachtung die Entwicklung des deutschen Wohnimmobilienmarktes beschreiben? Wir hatten 2015 weiterhin eine sehr hohe Nachfrage, ein niedriges Zinsniveau. Das heißt, steigende Preise auf den Märkten, bei den Mieten ebenfalls, wobei das natürlich immer individuell am einzelnen Standort nochmal zu bewerten ist. Wenn wir uns einmal das Segment der Eigentumswohnung angucken, wie ist dort die Entwicklung und wo wurden in Deutschland die höchsten Preise erzielt? In mehr als 2/3 der von uns betrachteten Standorte haben wir Kaufpreissteigerungen in sehr guten Lagen feststellen können. Hamburg beispielsweise ist von 16.000 auf 18.000 Euro pro Quadratmeter in der Stütze gestiegen. München und Berlin liegen auf einem ähnlich hohen Niveau. Dann sehen wir, dass vor allem in den Studentenstädten, in den Universitätsstädten, die Projektentwickler mittlerweile in mittlere und einfache Lagen auch gehen. Das treibt natürlich da auch die Preise in die Höhe. Wie entwickeln sich denn im Vergleich die Immobilienpreise bei Ein- und Zweifamilienhäusern? Bei Ein- und Zweifamilienhäusern haben wir einen Anstieg in den unteren Preisspannen, das heißt die Einstiegspreise werden teurer. München beispielsweise ist von 1,8 auf 2 Millionen nochmal gestiegen. In der sehr guten Lage unter 2 Millionen wird es einfach sehr schwierig, dort noch eine Immobilie zu finden. Aber auch Köln liegt mittlerweile beim Einstiegspreis von 900.000 Euro in der sehr guten Lage. Sie haben eben einmal die Transaktionsdaten angesprochen. In welchen deutschen Städten wurde denn das größte Transaktionsvolumen erzielt? Im Markt für Ein- und Zweifamilienhäuser war das in Hamburg mit einem Gesamtumsatz von 1,4 Milliarden Euro. 2014 im Vergleich zum Vorjahr, das macht ein Plus von rund 7%. Im Markt für Eigentumswohnungen hatte München den höchsten Umsatz mit rund 4 Milliarden Euro 2014 im Vergleich zum Vorjahr, ebenfalls ein Plus von rund 7%. Wie immer die Metropolen an der Spitze. Wie wird sich denn der Wohnimmobilienmarkt in Deutschland in den kommenden Jahren entwickeln? Das ist abhängig von den Rahmenbedingungen. Wir müssen sehen, was die EZB macht. Die FED hat 2015 noch den Leitzins erhöht. Hier ist abzuwarten, wie sich das auf den deutschen Immobilienmarkt widerspiegelt. Aber wir sehen für 2016 immer noch eine sehr hohe Nachfrage nach Wohnimmobilien, das heißt steigende Preise. Bei den Mieten gehen wir eher von einer etwas langsameren Entwicklung aus als in den Jahren zuvor. Das heißt, wenn wir die Zinsen betrachten, dann lieber heute als morgen kaufen? Wahrscheinlich. Vielen Dank für das tolle Gespräch und die spannenden Einblicke. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal bei Engel & Völkers Channel 24 wieder mit dabei sind.